Bei Jungs ist es nicht anders. Die haben auch ihre Vorbilder, ihre Idole, ihren Lieblingsverein. Und für die meisten ist ja der Traum, mal Fußballprofi zu werden. Und wieso sollte das bei Mädchen und Frauen anders sein? Ich hoffe natürlich, umso höher wir kommen, dass wir irgendwann auch die Möglichkeit haben, im Signal Iduna Park zu spielen. Es gibt niemals eine Garantie dafür, dass man das auch schafft, was man sich vorgenommen hat. Aber wir werden alles dafür geben. Bis dann hol dir eine von vorne, die die Position übernimmt. Das ist Borussia Dortmund. Also das kann halt mal ein Spiel sein, dass auf einmal halt ein Kamerateam mit in der Kabine steht. Es sind welche draußen, die sind gar nicht im Kader und unterstützen euch. Dennoch gibt es in dieser Saison Spielerinnen, die uns verlassen müssen. Floxy, komm mal auf, bitte. Das ist einfach auch was richtig Großes, was wir da machen und etwas, was ich noch meinen Kindern und Enkelkindern erzählen werde. Die Mannschaft ist das da. Die Mannschaft steht im Vordergrund, finde ich. Wir haben 2 Jahre lang wirklich brutal hart zusammengearbeitet. Im ersten Jahr hatten wir etwas über 180 Bewerberinnen gehabt. Man denkt ja immer, ja okay, das schaffen wir schon, ne? Wir planen die Kader ja grundsätzlich so, dass wir nicht nach jeder Saison da stehen und sagen, okay, für die nächste Saison reicht es vielleicht nicht mehr, für die nächste höhere Liga. Also ich bin mir dem auch sehr bewusst, dass irgendwann auch der Zeitpunkt kommt, an dem es für mich dann vielleicht nicht mehr reicht. Aber ich werde natürlich Vollgas geben und will natürlich so weit kommen, wie es geht. Wir haben seinerzeit, das war 2019, nach der Mitgliederversammlung eine Umfrage geschaltet und gesagt, hey, wollen wir überhaupt in den Frauenfußball einsteigen? Und wenn ja, welchen Weg wählen wir? Sollen wir uns eine Lizenz kaufen und direkt hochklassiger einsteigen? Soll es eine Kooperation vielleicht mit einem hochklassig spielenden Dortmunder Verein geben? Oder soll es der, wie wir ihn nennen, Dortmunder Weg sein? Wir fangen ganz unten an in der Kreisliga. Passend zur Mentalität der Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt von unten nach oben hoch und ja, haben jede Menge Meilensteine, jede Menge liegen vor uns, aber das stört uns nicht. Wir wollen das Ziel irgendwann erreichen und dafür geben wir alles. Wir haben einen harten Kern an Fans, die immer kommen, zu Heimspielen, zu Auswärtsspielen. Ich kann das schon verstehen, denn ich gehe natürlich sehr, sehr gerne ins Stadion. Ich gucke aber genauso gerne Amateurfußball und genieße die entspanntere Atmosphäre. Man hat da so ein bisschen Fußballromantik, ne? Wenn man BVB in der Kreisliga, dieses Projekt halt mitzubegleiten, sich das mal anzugucken. Ich weiß, dass halt wirklich Freunde von mir, die mit Frauenfußball gar nichts am Hut hatten, auch regelmäßig zu unseren Spielen kommen, sich das einfach mal angucken. Und das zeigt ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn sich jetzt immer verschiedene Gruppen verirren zu uns und uns mal anschauen und unterstützen. Und wenn sie wiederkommen, ist das, glaube ich, das größte Kompliment. Also es wäre fantastisch, wenn das einfach wachsen würde und wenn es dann durch Borussia Dortmund für Mädchen der Anreiz wäre, anzufangen, Fußball zu spielen, um vielleicht irgendwann mal den Traum zu haben, für die BVB-Frauenmannschaft zu spielen. Ich meine, bei Jungs ist es nicht anders. Die haben auch ihre Vorbilder, ihre Idole, ihren Lieblingsverein. Und für die meisten ist ja der Traum, mal Fußballprofi zu werden. Und wieso sollte das bei Mädchen und Frauen anders sein? Ich muss jeden Tag hierhin in der Regel. Ich habe aber jetzt seit April noch eine Reitbeteiligung, nennt sich das im Reitsport. Also eine, die mir mithilft und die kommt 2 bis 3 Mal die Woche. Und auch wenn wir jetzt im Trainingslager sind oder ich mal sonntags vielleicht doch weiter wegfahren muss mit dem Fußball, dann kommt sie und macht den Blocksberg. Also ich arbeite, seitdem ich 16 bin, in einer Eisdiele und habe ja jetzt dieses Jahr, also vor ein paar Wochen, auch meinen Master of Education Abschluss gemacht. Ich habe Deutsch und Pädagogik auf Lehramt studiert.
Seit Kind an bin ich BVB-Fan gewesen. Meine ganze Familie, die sind alle riesen BVB-Fans. Mein Onkel hat selbst mal beim BVB spielen dürfen, hat es aber leider nicht zu den Profis geschafft, verletzungsbedingt, wie das so oft halt ist. Bin auf jeden Fall, ja, wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf mich, sagen wir mal so. Es bedeutet uns allen schon sehr, sehr viel, ja. Ich glaube, wenn man aber einen Sport mit Leidenschaft macht, so wie ich das mache, also ich mache wirklich beides mit Leidenschaft, dann ist es für mich sowieso gar nicht anstrengend. Ich habe tatsächlich Thomas Soleski angerufen, also unser Haupttrainer, erster Trainer. Und ja, ich weiß noch, ich war so mega happy, ich bin so ausgerastet am Telefon, weil das einfach so eine schöne Nachricht war und man hat einfach so gehofft, dass man es wirklich schafft. Kommt jetzt nächstes Jahr in ihre 3. Saison mit, hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat auch eine gute Entwicklung genommen. Kennen sie jetzt auch schon länger, früher haben wir oft gegeneinander gespielt, jetzt sind wir halt in einem Team zusammen und macht gerne das 1-0, ist enorm kopfballstark, hat eine gute körperliche Präsenz auf dem Platz, wirklich eine sehr, sehr gute Physis. In den wichtigen Spielen steht sie oft in der Startelf und bringt halt gute Leistung und wird halt deshalb von uns dann auch natürlich für gute Trainingsleistungen belohnt mit Einsätzen und denke auch, dass sie nächstes Jahr eine gute und wichtige Rolle einnehmen kann. Das Finale ist immer ein Entweder-oder-Spiel, also wieder alles oder nichts. Der Pokal ist zum Greifen nah, wieder ein Titelverteidiger können wir werden. Ihr wisst auch, wie gesagt, nach der Saison gibt es natürlich einen kleinen Umbruch bei uns. All die gehen, schenkt diesen Mädels auch noch den Pokal, holt euch nochmal gemeinsam den Titel. Ihr habt jetzt 2 Jahre lang wirklich brutal hart zusammengearbeitet. Ihr habt das richtig gut gemacht. Und das ist heute nochmal, ihr könnt euch nochmal die Krone aufsetzen, euch für eure Leistung belohnen, für den Aufwand, den ihr betrieben habt. Ihr könnt heute nochmal wirklich euch den Ertrag quasi absagen. Aber erinnert euch mal an das Spiel gegen den VfL Bochum. Da habe ich vor euch gestanden und habe gesagt, in 9 von 10 Spielen haben wir gegen die keine Chance. Haben wir keine Chance. Und in 9 von 10 Spielen sagen die da drüben über euch das Gleiche. 9 von 10 Spielen haben die keine Chance. Dieses eine Spiel, was die sich erhoffen, das findet ihr heute nicht statt. Kauft mit eurem Pokal und Sie hat lange Zeit bei Dorsfeld gespielt und hat da auch sehr gerne gespielt und erzählt das auch immer, dass da natürlich ihre Wurzeln liegen. Und sie ist aber durch und durch auch Borussin. Im Spiel, wie gesagt, blende ich das komplett aus. Dann spiele ich für Borussia Dortmund, ziehe mein Ding durch, gebe alles, gebe Vollgas, egal gegen welchen Verein. Auch wenn es alte Mannschaften und alte Freunde sind. Aber ja, nach dem Spiel kann man dann wieder ein Bier zusammen trinken. Ja klar, wir sind schon auf einem anderen Niveau, glaube ich, das kann man so sagen. Aber es ist nicht langweilig, wir nehmen jedes Spiel auch total ernst. Wir haben, glaube ich, im Pokalspiel gegen Sushörde auf Asche, die in der Kreisliga, Entschuldigung, ich glaube B spielen. Wir haben nur 1-0 gewonnen, wir haben uns super schwer getan, also wir sind keine Übermannschaft und wir bleiben natürlich immer auf dem Teppich und auf dem Boden der Tatsachen und das ist auch super wichtig. Ich glaube, gerade für die kommende Saison, die Landesliga ist schon wieder ein anderes Niveau. Ich glaube, dass also da müssen wir auch auf jeden Fall auf dem Level bleiben, wenn nicht auf jeden Fall noch ein paar Schippen drauflegen, dass wir da auch so durchmarschieren werden. Und wir fallen natürlich auf, wenn wir bei Auswärtsspielen ankommen. Also wir sind alle gleich gekleidet. Natürlich die gelbe Farbe macht das noch mal ein bisschen offensichtlicher, dass wir zusammengehören. Wir haben uns dann aber auch zum Beispiel bewusst dagegen entschieden, schon mit einem eigenen Bus anzureisen. Weil wir wollen immer noch möglichst bodenständig bleiben, bei all den Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir fahren weiterhin in Privatautos und in Fahrgemeinschaften zu den Spielen. Also das Gefühl kann man eigentlich gar nicht so recht beschreiben, weil es halt immer ein Traum von mir war, beim BVB zu spielen. Und dass es jetzt tatsächlich eine Frauenmannschaft gibt, war auf jeden Fall ja, eigentlich auch längst überflüssig, wenn man das mal so sagen darf. Aber ich bin natürlich auch super happy darüber und ja, es fühlt sich
richtig gut an. Und es ist natürlich auch so, ich habe schon immer Fußball gespielt, aber seitdem ich halt beim BVB spiele, spreche ich viel, viel mehr über mein Hobby. Ich glaube, auch wenn wir versuchen, den Druck möglichst klein zu halten, viele sind eben auch sehr ehrgeizig und machen sich auch selber Druck und dann fällt in solchen Situationen, fällt das dann alles von einem ab und dann kann die Freude nicht überschwänglicher sein. Für uns ist das nicht selbstverständlich. Klar, es wird gewissermaßen schon vorausgesetzt, sagen wir mal so, weil wir aber auch viel dafür tun. Wir trainieren 3-mal die Woche auf sehr, sehr hohem Niveau und ja. Es ist aber nicht so, dass wir das als selbstverständlich sehen. Das wollte ich hier nochmal sagen. Ich habe den Moment versucht, auf mich wirken zu lassen und ihn auch zu genießen. Das schaffe ich leider nicht immer, so wirklich mal in dem Moment auch dann da zu sein. Ich denke ganz oft schon so, was als nächstes kommt, habe 1000 Gedanken in meinem Kopf. Ich werde mich in dem Zeitraum jetzt, wenn wir frei haben, mit der einen oder anderen Spielerin treffen, also Neuzugang und ein bisschen halt über unser System, unsere Philosophie ein bisschen quatschen, dass die schon mal ein bisschen abgeholt sind, meine Idee mit den Spielerinnen so mit auf den Weg geben. Ich habe den zwischendurch auch immer mal geschrieben, wenn die ein Tor gemacht haben, dass ich auf dem Schirm habe, okay, schön. Wer ist da? Auge drauf gehabt. Cool. Das ist so auch so mein persönlicher Fahrplan für die freie Zeit. Der Großteil bleibt uns nach unseren eigenen Wünschen mindestens 2-3 Jahre erhalten und wir optimieren halt an den neuralgischen Punkten, die es dann notwendig machen, um auch sehr gut in der neuen Saison bestehen zu können. Von daher sehe ich jetzt keine konkrete Schlüsselposition, die ich nennen könnte. Wichtig ist ganz klar, dass es schon ein eingeschworener Haufen ist. Die sind zu einer Mannschaft zusammengewachsen. Man muss immer bedenken, die haben sich vorher nicht gekannt. Und die sind wirklich als Team zusammengewachsen. Und das Grundgerüst sollte möglichst immer erhalten bleiben. Und es wird aber natürlich oder sehr wahrscheinlich jedes Jahr der Fall sein, dass an der einen oder anderen Stelle eine neue Spielerin eingesetzt wird. Fakt ist es natürlich, wenn die fit gewesen wäre, hätte die wahrscheinlich wäre das IV Nummer 1 geworden. Bei einfach Leistung bringen. Und das fällt natürlich weg. Damit fällt ganz viel Variabilität weg. Ja, wir haben Ziele und die haben wir uns natürlich gesteckt und das haben wir auch klar formuliert und dementsprechend, wenn man jedes Spiel gewinnen will, dann muss man auch immer die Motivation hochhalten und auch wenn man schon, wie wir dann Mitte April Meister geworden ist, dann haben wir uns als weiteres Ziel gesetzt, wirklich alle weiteren Spiele zu gewinnen, eine bessere Rückrunde zu machen, als die Hinrunde war und so schaffen wir es dann auch, die Motivation hochzuhalten. Nee, Lisa Klemann ist Urlaub, kommt aber abends zu der Fete. Hanna Großmann arbeiten bis 18 Uhr. Gut, Anni Felker ist klar verletzt. Wir werden auf jeden Fall 20 haben, gehe ich von aus. Als wir dann davon erfahren haben, dass es diesen Soccer Cup geben wird, kam eigentlich auch relativ schnell der Anruf, hey, wollt ihr da nicht dran teilnehmen? Wir hatten total Lust, dass Borussia Dortmund mit dabei ist. Und ich habe auch zuerst gesagt, so, das wird aber hart.
Dennoch ist es natürlich auch ein guter Gradmesser für uns. Wir können gucken, wo stehen die Mädels. Es ist jetzt zum Glück kein großes Feldturnier, da wäre es bestimmt noch ein bisschen deutlicher geworden. Aber es ist auch definitiv ein schöner Saisonabschluss und sich mit großen Gegnern zu messen, mit großen Namen, mit großen Vereinen zu messen, ist total toll. Und wenn unser Logo auf einmal dann inmitten von Logos auftaucht, die schon lange im Frauenfußball aktiv sind, die hochklassig spielen, dann macht mich das auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen natürlich, welche Mannschaften mitspielen, dass alle Mannschaften wahrscheinlich deutlich besser sind als wir. Wir reisen mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft an und ja, wollen einfach mal gucken, wo wir stehen halt bei so einem 5 gegen 5. Aber es wird eine coole Atmosphäre sein, denke ich, direkt in der Innenstadt, wenn so ein Stadion aufgebaut ist. Und einfach schauen, okay, wie können wir uns dann mit Mannschaften wie Hannover, Köln, Bocholt, Bielefeld, wer alles da ist, wenn man gegen sie spielt, vielleicht, ja, dass man mal ein bisschen gucken kann, wo steht man. Ein bisschen die Frage, wie viele werden dann da sein? Wahrscheinlich gegen Abend mehr. Könnte es auf jeden Fall für uns eine gute Möglichkeit sein, mal zu präsentieren. Check. Ich finde es so ganz schwer einzuschätzen, was heute passiert. Ich würde mir wünschen, dass viele Zuschauer kommen. Das würde ich mir einfach, weil ich weiß, dass der Aufwand für sowas zu machen ist so unfassbar viel ist. Herzlich willkommen in Essen, herzlich willkommen im Stadion. Grundsätzlich mache ich alles. Also ich kümmere mich um den Ablauf für die Mädels, dass beim Training alles vernünftig ist. Ich gucke, dass die Spieltagsabläufe stimmen. Das heißt, in der Vororganisation bin für die Trainer da, wenn die was haben, wenn die was brauchen, Material, Equipment für die Mädels. Also im Grunde genommen ein Allround-Talent muss man mitbringen, ein Organisationstalent. Nee, du musst quasi unter dem Platz parken. Die Adresse schicke ich dir eben per WhatsApp. Ist der Teammanager, er hat immer ein offenes Ohr für die Mannschaft. Das fängt an beim Fitting, welche Klamotten gibt es für die neue Saison, welche Größe braucht ihr. Er meldet die Spielerinnen an im DFB-Net. Er sorgt dafür, dass die Schiedsrichter am Spieltag empfangen werden, dass die ganzen Regularien im Hintergrund laufen und die Bürokratie. Wir sind auch sehr happy, dass wir ihn haben. Er macht das wirklich toll, man kann ihn ständig anschreiben. Er hat zwar immer, ich weiß gar nicht, was für eine Uhrzeit, aber es steht irgendwie eine Deadline, wann man noch schreiben kann. Aber ehrlich gesagt schreibe ich ihm immer dann, wann es passt. Und er antwortet mir immer ziemlich schnell und ist immer sehr freundlich und versucht immer alles möglich zu machen. Ich bringe die Sachen dann nochmal eben rein und dann können wir eben gehen. Komm, wir sind hier noch im Stadion gerade und gucken uns gerade alles an. Geil wäre natürlich, wenn du das irgendwie abends, ne, mit Flutlicht. Boah, das ist Weltklasse. Ihr müsst natürlich jetzt dann das Ruder erstmal übernehmen, ne? Mit Zeitansagen und so weiter. Ja, schreiben wir dann in die Gruppen rein, ne? Ja, wir haben ja die Gruppe. Ist ja, angeht, ja, genau. Das kriegen wir hin. Ab 12 Uhr ist das Buffet eröffnet. Ja, also im Hotel da ganz normal. Ja. Wir müssen jetzt keine Riesenbesprechung. Okay. Wir brauchen jetzt keinen Raum oder so. Wenn wir da hinten machen, wir vorm warm machen oder nach dem warm machen. Am besten vorm warm machen. Jetzt was sagen, wie wir es machen, dann machen wir uns warm, treffen uns hier. Ich glaube, alle haben das gleiche Engagement, sonst würden wir nicht bei Borussia Dortmund arbeiten. Aber ohne geht's absolut nicht. Und auch da gerne mal die Extrameile zu gehen, dürfte halt außer Frage stehen. Das ist halt nun mal unser Job. Und unser Job endet dann, wenn alle glücklich ins Bett gegangen sind. Kann man gar nicht oft genug Danke sagen für das, was er leistet für uns, sodass wir einfach uns auf das Sportliche konzentrieren können. Mit ganz, ganz vielen Sachen gar nichts am Hut haben, sag ich mal, was beim normalen Kreisliga-Verein wahrscheinlich, wo vieles am Trainer hängen bleibt, filtert halt Marcel für uns weg. Wenn wir was besprechen, benutzen wir bitte die Gruppe. Ja. Ne? Also wenn wir irgendwas darüber kommunizieren, dann immer über die Gruppe gucken. Oh, sorry, habe ich dir jetzt vorhin eingegongt? Sonst dreht hier oben irgendwie. Ja. Aber nicht so ringsrum. Hm? Hier, nur hier oben, hinten. Mach einfach. Also Mädels, ne? Strafft euch selbstbewusst, Brust raus, Torabschlüsse suchen, Zweikämpfe suchen. Seid euch nicht zu schade, auch die miesen Wege nach hinten mitzumachen, auch gerade für euch vorne, ne? Wenn ihr seht, okay, die dribbeln an, für euch drei in der Offensive, wenn die andribbeln, mit hinterher, jagt die, bis wir den Ball haben. Und dann ganz viele Torabschlüsse, spielt miteinander Fußball, seid viel in Bewegung und wenn es wirklich nicht mehr geht und nicht gucken, okay, ich muss jetzt hier 5, 6 Minuten spielen,
Macht es kurz. Also wir sind ein Trainerteam. Ich bin zwar der Chef, aber in Summe sind wir halt ein Team. Wir sind ein Ganzes und der Dustin kann das sehr gut, der macht das sehr gerne. Ich kann das durchaus auch. Ich habe das bei den Bochum-Spielern übernommen vor dem Spiel und auch in der Halbzeit dann nochmal. Und Dustin macht es, wie gesagt, ganz gut und habe ihm vor dem Spiel gefragt, ob er heute da Bock drauf hat und das machen möchte. Hat er gesagt, macht er. Und dann gebe ich das halt gerne ab. Macht 110%, Vollgas Fußball, dafür wo auch dieser Verein nun mal steht. Vollgas, Knallgas, 1,5, 2 Minuten, raus, nächste rein. Okay? Wir starten gleich wie folgt. Sandra im Tor. Hinten fangen wir an mit Kata und Anna. Kalle im Zentrum. Merle und Mandy starten vorne. Unsere Seite ist hier schön beflaggt. Aber nochmal die Gelegenheit dem Nachsetzen. Rike Sterner mit dem 1:0. Komm weiter! Steiner und dann ist sie. Große Chance da und das 2:0 völlig blank. Immer nur im eigenen Ballbesitz wechseln. Haben wir vorher gesagt. Dann steht es 3:0. Kaltschneuzig. Rike Sterner. Essen spielt das richtig gut. Ich habe die Teilnehmer gesehen und dachte mir, das ist natürlich ein Brett. Aber ganz ehrlich machen. Also einfach dabei sein ist alles, glaube ich. Wir wollen ja auch mal ein bisschen die Luft von oben schon schnuppern. Wollen mal gucken, was da so auf uns zukommt. Wenn ich sage, es passiert nichts, dann passiert auch nichts. Ne? Blocksy wie immer. Ich will nicht sagen, ne, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Aber der Platz war echt übel. Wir sind ja alle naselang weggerutscht. Es bringt auch nichts, wenn wir uns die ganze Zeit darüber beschweren. Es ist so, wie es ist. Das müssen alle anderen auch machen. Ja, man muss irgendwie erstmal mit allem klarkommen. Das hat auch alles beeindruckt. Und dann im zweiten Spiel haben wir dann mal Vollgas gegeben und haben mal gezeigt, was wir auch können und haben super gegengehalten. Ja, und ich glaube, deswegen haben wir dann auch nur 0-1 verloren gegen den ersten FC Köln. Ja. Hier die Kölnerinnen, klare Favoritinnen. Bundesligist gegen den Bezirksmeister. Stark gespielt, Wilde. Und wieder ist Lena Kölmel da. Na jetzt Islacker. 1 gegen 1 mit Kölmel und den verwertet sie. Jetzt die Möglichkeit auf der anderen Seite. Borussia! Mariana Natscheva. Hätte Manu den reingemacht, dann hätten wir einfach, dann wäre einfach 1:1 gewesen. Und das Tor hätte auch nicht sein müssen. Wir haben einfach einen Stellungsfehler gehabt. Ja, weil wir dann nicht mitgegangen sind wieder. Ja. Oder nicht gesprochen haben und dann gegangen sind, weißt du? Das ist so. Ja, das hätte nicht sein müssen, das ist halt ärgerlich. Ja. Aber wir haben uns trotzdem gut geschlagen. Ne? Also guck mal, wie viel Unterschied in den Ligen da zwischen uns ist. Lachst du mich aus? Ich hab nicht gedacht. Ja, das ist einfach für uns eine große Herausforderung, aber auch eine mega Bereicherung und Riesenerfahrung und es macht einfach total Spaß. Auch wenn wir bis jetzt leider jedes Spiel verloren haben, aber trotzdem, wir waren irgendwie immer haarscharf dran und haben es irgendwie fast geschafft, leider nicht geschafft, aber ja, das zeigt uns einfach, dass wir halt noch nicht so weit sind, aber dass wir auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Das ist das Gute, wir sind der Underdog. Wir können uns so zeigen. Der wiederholt das auch immer wieder, dass wir der Bezirksliga aufsteigen. Damit wir uns nicht so schlecht fühlen. Für uns ist es ein toller Wettbewerb. Wir dürfen uns hier präsentieren auf einem Wettbewerb, wo Erstligisten, Zweitligisten, Regionalligisten dabei sind und Borussia Dortmund. Man muss es einfach im Moment noch so sagen. Wir haben die einmalige Chance, uns hier so zu repräsentieren, wie wir gerade sind. Wir haben das auf einem sehr achtbaren Niveau auch gemacht. Das ist ja schon mega gut für uns, wenn wir die anderen einfach krass ärgern. Ja.
Das Es ja. gibt nicht immer gehasst, wenn du gegen unterklassige Mannschaften gespielt hast. Und die haben einfach nur gekämpft. Egal wie du spielerisch versucht hast, du kamst irgendwie nicht da durch. Ja. Wechselt untereinander, sprecht euch ab. Ganz wichtig, nur bei Ballbesitz. Nicht, wenn der Gegner einen Abschluss hat, wenn er einen Einwurf hat oder wenn irgendeine Ecke ist. Wir wechseln nur, wenn wir sicher den Ball haben, dass wir nicht in Unterzahl geraten. Kann man nochmal machen, ne? Kater dahin! Kata, guck, dass du auf jeden Fall tief bist. Dann hol dir eine von vorne, die die Position übernimmt. Gut, alles gut, gut so. Nein. Ist das schlecht, ehrlich. So ein Eierding, wirklich. Mädels, alles gut, Kopf hoch, Kopf hoch. Ey, alles in Ordnung. Mädels, Kopf hoch, alles gut. Gutes Spiel gemacht. Ganz klar bessere Mannschaft, Mädels, alles in Ordnung. Natürlich ist man frustriert, auch bei einem Turnier, bei dem man vielleicht weiß, dass man nicht allzu große Chancen hat. Aber ich glaube, auch die knappen Ergebnisse zeigen, dass wir schon mithalten können und dass es ja auch nicht mehr lange dauert, bis wir vielleicht dann auch mal einen Unentschieden oder auch einen Sieg erregen bei so einem Turnier. Wir machen am Abend eine fette Abschlussparty mit beiden Mannschaften, um nochmal die Saison ausklingen zu lassen, um alle Gebühren zu feiern und wertzuschätzen, um die Spielerinnen entsprechend zu verabschieden, die nächste Saison nicht mehr bei uns spielen werden. Es ist schwierig, aber es gehört mit zum Geschäft. Also das ist überall so, die Spielerinnen und Spieler kommen und gehen und so kann sich auch nur eine Mannschaft verbessern. Am Ende sind wir die halt die Entscheidung dann treffen und dahinter stehen. Und wie gesagt, das sind dann harte Entscheidungen, weil man einen Teil dazu beigetragen hat, natürlich, dass man alles gewinnt. Aber so ist das in dem Business. Aber ich hoffe es natürlich, dass ich mich noch weiterentwickeln kann und dann irgendwann den Traum verwirklichen kann, mal in der ersten Bundesliga zu spielen. Und dann am liebsten mit Borussia Dortmund. Ich wünsche allen, dass sie so lange dabei bleiben, wie es dann reicht. Und ja, wir bereiten uns alle natürlich dann irgendwann auch darauf vor, dass es halt nicht mehr reicht. Aber die meisten haben es sehr tapfer aufgenommen, konnten es auch wirklich sehr gut einschätzen, konnten ihre eigene Leistung sehr gut einschätzen und haben uns auch versichert, dass sich an ihrem Verhältnis zu Borussia Dortmund an sich nichts ändern wird. Das sind einfach Erinnerungen, die ich mir schaffe und die mir auch keiner mehr nehmen kann. Und ja, und ich versuche das einfach zu genießen, die Momente zu genießen. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Ich glaube, haben wir gerade schon besprochen, viele wären gerne an meiner Stelle. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch was richtig Großes, was wir da machen und etwas, was ich noch meinen Kindern und Enkelkindern erzählen werde.